Dies ist der zweite Teil. Den ersten Teil verlinke ich euch da oben. Und nach dem Intro geht's gleich weiter. So. Drücken wir drin. Also mit dem Binnenlichtfräser kann man das sehr gut anpassen. Braucht man nicht sägen oder schleifen. Und weil wir gerade dabei sind beim Fräsen, fräse ich jetzt noch eben eine Abschrägung oder sowas. Gucken, der ist zu klein. Das einen größeren nehmen. So jagen wir jetzt die Ecken einmal dran lang und dann die oberen Kanten fräsen wir da kurz an. Das sieht, finde ich, sehr schön aus, weil das ganze Spiel ist alles eckig und deswegen will ich das auch nicht abrunden, sondern auch eckig machen. So machen wir das mit dem Innenteil auch, das schrägen wir auch ein bisschen ab. So, diesen Schritt hätte man sich sparen können, wenn man die sofort passende Höhe geschnitten hat. Da ich aber noch nicht das endgültige Ergebnis wusste, wie ich das mit dem Filz oder Boden mache und wie das mit den Klappen aussieht, muss ich jetzt noch 8 mm abschneiden. Also, wenn ihr sofort die passende Höhe macht, dann braucht ihr nicht mehr diesen Schritt machen. Und sofort wieder 1000 Punkte. Warum muss da jetzt unbedingt das Ding da drin verschwinden? Ist natürlich gemein, ne? Und die anderen auch noch. So, diese Leisten müssen wir hier nochmal abschrägen. Das hat zweierlei Gründe. Das kann ich am Objekt besser zeigen, weil dann weiß man auch immer, wo oben ist und vertut sich nicht mit dem anderen oder mit der anderen Leiste. Und ich mache jetzt erstmal einen Testschnitt. Hier habe ich eine abenteuerliche Konstruktion gemacht, nur damit der auf 60 Grad Winkel da vorhersägen kann. 60 Grad ergibt sich dadurch, dass wir hier einen Zentimeter haben. Und hier 2 cm und das ist eine Schräge, die nicht 45 Grad ist, sondern 60. Und das schneiden wir jetzt mal vorher. Ja, ich finde, ist ein schöner, sauberer Schnitt. Wenn man sieht, weiß nicht, ob ihr das seht, das ist also schön schräg. Zeichne ich nur an, damit ich das eben, wie ich schon gesagt habe, nicht verwechsel, weil das ist die Unterseite, das ist die Oberseite und den könnte ich auch so rumdrehen und dann weiß ich nicht mehr, was ist. Deswegen habe ich hier schon Markierungen gemacht und ich mache auch hier Markierungen, damit ich sicher bin, dass ich die richtige Seite abschneide. Ja, so sieht es auch schön aus. Die Teile sind geschnitten und welch ein Wunder, Helmut hat alles richtig gemacht. Es gibt eine Oberseite und Unterseite und die sind abgeschrägt. So kann man die jetzt auch nicht mehr verwechseln.
So, jetzt schmiergeln wir das noch ein bisschen die Kanten. Brechen wir jetzt im Prinzip ein bisschen. Ich habe hier so eine Art Schwamm. Der reicht da vollkommen aus. Dann haben wir ganz feine, schöne, abgerundete Kanten. Als nächstes müssen wir diese Klötzchen beschriften. Eine Versuchsreihe habe ich ein Video gedreht, verlinke ich euch oben, könnt ihr euch mal ansehen. So, und zwar habe ich jetzt einen Laserausdruck spiegelverkehrt gemacht mit den passenden Zahlen für dieses Klötzchen, auch im passenden Abstand, so dass ich hoffe, dass ich das in 1 auf so ein Klötzchen draufkleben kann. Das muss auf 2 Seiten, einmal auf diese Seite, so wie ich es hier provisorisch mal angezeichnet habe, und wenn es umgeklappt wird, hier oben. Deswegen lasse ich dies noch drauf, damit ich mich nicht vertue. Jetzt schneiden wir erstmal die einzelnen Streifen ab. Ein bisschen drunter, damit der Strich nicht mit drauf kommt. So, dann machen wir 4 Streifen und dann schauen wir mal weiter. Ups, ist ein bisschen schief. 1, 2, 3, 4, ja. Rest machen wir nachher. Dann nehmen wir diesen Streifen, drehen den nach oben und versuchen jetzt, so, wir haben die Zahlen, ja, dummerweise jetzt natürlich von, ja, was heißt dummerweise, ist auch egal. So rum würde ich sie draufkleben, aber sie muss ja Spiegelverkehr, also so rum. Ja, das ist ja doch richtig. Ich habe jetzt ein bisschen Kleber. Nur nicht vertun. Und das gleiche machen wir hier oben auch. Oben, ja. Und ich kriege die hoffentlich mittig. Obere Kante mache ich natürlich oben und dann muss ich nur sehen, dass ich das einigermaßen mittig kriege. So, hier ist der nächste. Drehen den so um. Nehmen den Streifen. So, in der Hoffnung, dass es gut ist. Ja, und die anderen 2 auch so. Diese Rückseite machen wir jetzt natürlich auch. Das heißt, wir legen den so rum. Streichen den wieder ein. Streichen wir den auch ein. Jetzt legen wir natürlich an der unteren Kante ab. Ich habe das schon passend geschnitten, so dass es auch an der Stelle schön gleichmäßig ist. Die Zähne ist ein bisschen heikel, ne? Ist ja breiter. Ja.
Ja, erst wenn es feucht wird, sieht man die Zahlen wieder, wie rum die draufgeklebt sind. Jetzt kommt diese unangenehme Arbeit, das Papier runterzukriegen, ohne dass die Zahlen abgehen. Oh, da oben ist ein Strich drauf. Wie kommt der denn dahin? Habe ich den nicht gesehen? Oh, das ist ja ärgerlich. Also dieser Strich, das sollte natürlich nicht da drauf sein. Ist ja wieder prima. Naja. Ich glaube, bei dem Abrubbeln braucht man ja nicht so lange zu gucken. Das ist langweilig. Oder die helft mir halt mit. Ja, warum ist der Strich drauf? Erstmal gehört er da nicht drauf und zweitens kann sein, dass die nicht immer ganz gerade sind, weil die ja ein bisschen Luft haben. Das Loch ist ja 5,5 und die Stange ist 5, damit die sich leicht kippen lassen. Und das könnte natürlich dann sieht das unregelmäßig aus oder schief. Okay. Ja, grundsätzlich, das vorläufige Ergebnis sieht ja dann nicht schlecht aus. Hauptsache die Zahlen bleiben auf. Den Strich müssen wir auch noch wegmachen. Hier habe ich Glück gehabt. So, die Zahlen sind soweit durch. Die Striche habe ich entfernt. Das war natürlich ziemlich doof. Wahrscheinlich hätte ich es genauso gut abschlagen können, nochmal machen. So, und jetzt kommt für die Zahlen der letzte Schritt. Und zwar eben noch ein bisschen Kanten schleifen und dann werden die lackiert. Ja, wie auf dem Wäscheleine aufgereiht. Und jetzt werden wir mal lackieren. So, da kleben wir jetzt die Platte drauf, den Boden. So, und da die Platte nicht dafür gemacht war, hat die ja ein bisschen Luft. Und damit das trotzdem satt drin ist, werden wir hier jetzt einfach stumpf Streichhölzer reinlegen. So, jetzt wird noch ein bisschen eingewachst, nur damit es etwas geschützt ist.
So, zwischen jeder ist eine Unterlegscheibe zwischen, damit die beim Hochklappen und der Nachbar den nicht wieder mit zurückklappt. So, jetzt kommt der Höhepunkt. Wir werden das jetzt mal zusammenbauen. Gucken, dass die Filzscheibe hier ordentlich drin kommt. Ja. Das Gelbe hatte ich noch da, sonst hätte ich vielleicht grün genommen. Aber das muss ja auch sein. Seine Reste aufbauen. Ich denke mal, dass wir das so machen können. Seid ihr noch bei mir? Ja. Und jetzt kommt dieses Teil. Sonst muss ich es auf den Kopf legen. Dann das Köpfchen drauf. Jetzt muss er da irgendwie drin. Da ich da nicht zweimal machen kann, werden wir das jetzt erst auf den Kopf machen. Ja. So, jetzt den drauf und jetzt umdrehen ohne. Geschafft. So, machen wir einen Testlauf. Ja, ich glaube, es funktioniert ganz gut. Jetzt brauchen wir nur noch Würfel. Schatzebox. Die Spielregeln sind einfach. Man würfelt so lange, bis man kein Kläppchen mehr umdrehen kann. In diesem Fall ist eine 1 und eine 6, das heißt 7 als Summe. Jetzt kann man eine 7 umschlagen oder man kann eine 6 und eine 1 umschlagen oder halt andere Kombinationen, die eine 7 ergeben in der Summe. In diesem Fall nehme ich 2 und 5. Was vielleicht nicht so praktisch wäre, 7 wäre vielleicht besser. So, das wäre 2 und 6 sind 8. Ich würde jetzt die 8 umschlagen. Und so geht es eigentlich immer weiter. Ist wieder eine 7, kann ich noch umschlagen. Wieder eine 7, 4 und 3, dann nehmen wir die auch mal. So, jetzt wird es allmählich Zeit, dass ich höhere Zahlen kriege. Eine 9, habe ich mal wieder Glück. Wieder eine 7, 1 und 6. Das kann ich auch noch machen. So, und eine 10 werde ich vielleicht jetzt nicht kriegen. Nein, eine 6. Ich kann keinen mehr umschlagen. Und jetzt wird diese 10 aufgeschrieben und gilt als Minus. Wer die geringste Punktzahl am Ende hat, hat dann gewonnen. Ja, und so kann man es frei umspielen. Entweder jedes Spiel einzeln oder alle hintereinander. Eine 5 oder 4 und 1. Wir nehmen 4 und eine 1. Ja,
Wenn euch das gefallen hat, wie ich das Spiel gebaut habe, dann bitte wieder ein Like. Und natürlich könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht gibt es ja Verbesserungsvorschläge. Ich habe es vielleicht ein bisschen kompliziert gemacht, deswegen ist es auch ein bisschen länger geworden, das Video. Ja, und sonst sehen wir uns dann natürlich wieder, hoffentlich, beim nächsten Video beim Bastler. Tschüss!